Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch ein super einfaches Rezept für richtig luftige Windbeutel. Ich habe sie ganz klassisch mit Schlagsahne gefüllt, Ideen für andere Füllungen schreibe ich euch aber noch unten in die Videobeschreibung. Viel Spaß beim Zuschauen. Für den Brandteig gebe ich 45 Gramm Butter, 60 Gramm Milch, 60 Gramm Wasser, 1 Teelöffel Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und ein Päckchen Salz in einen kleinen Topf und erhitze die Zutaten bei mittlerer Hitzezufuhr. Sobald die Mischung einmal richtig aufgekocht ist, gebe ich in einem Zug 75 Gramm Mehl hinzu. Jetzt müssen die Zutaten zügig zu einem glatten Kloß ohne Klümpchen vermischt werden. Damit die Windbeutel später gut aufgehen, sollte der Teig ab hier noch ungefähr 1,5 bis 2 Minuten unter ständigem Rühren abgebrannt werden. Dabei entsteht bei Stahltöpfen am Boden ein weißlicher Film. Den heißen Teig gebe ich dann in eine Rührschüssel, drücke ihn etwas flach und lasse ihn ungefähr 5 Minuten abkühlen. Den Backofen heize ich auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vor. Sobald der Teig etwa handwarm ist, lockere ich ihn zuerst mit dem Handrührgerät etwas auf und rühre dann nach und nach 3 Eier unter. Je nach Beschaffenheit eures Teiges und der Größe der Eier kann es sein, dass ihr eventuell noch ein halbes bis ganzes Ei mehr nehmen müsst. Am besten kontrolliert ihr nach jedem Unterrühren eines Eis die Konsistenz des Teiges. Falls nötig, könnt ihr ein weiteres Ei verquirlen und esslöffelweise zufügen, bis der Teig so vom Rührbesen abfällt, dass lange Spitzen hängen bleiben. Ich habe den Teig dann in einen Spritzbeutel gefüllt und mit einer großen Lochtülle aufgespritzt. Ihr könnt aber auch eine große Sterntulle benutzen oder auch den Teig einfach nur mit 2 Löffeln formen und auf das Backblech legen. Da die Windbeutel beim Backen stark aufgehen, sollten sie nicht zu eng beieinander liegen. Am Ende betupfe ich die Windbeutel noch mit etwas Wasser und drücke dabei auch die Spitzen an, damit sie beim Backen nicht zu dunkel werden. Wer möchte, kann einige Windbeutel auch noch mit Hagelzucker bestreuen und so Chouquette machen, die man in Frankreich ganz ohne Füllung isst. Je nachdem, wie groß ihr die Windbeutel macht und wie euer Backofen heizt, sollten sie auf der mittleren Schiene so lange backen, bis sie richtig schön gebräunt sind und eine stabile Kruste gebildet haben. Ich mache das so, dass ich nach 30 Minuten einen Holzlöffel in die Tür klemme, damit der Dampf entweichen kann, und lasse die Windbeutel noch ca. 10 Minuten im ausgeschalteten Ofen. Denn wenn man die Windbeutel zu früh aus dem Ofen holt, fallen sie wieder zusammen.
Die heißen Windbeutel könnt ihr nun mit einer Nadel oder der Messerspitze einstechen, damit die heiße Luft aus dem Inneren entweichen kann. Sonst kann auch das dazu führen, dass die Windbeutel wieder zusammenfallen. Nach dem Abkühlen fülle ich die Windbeutel mit einer gesüßten Schlagsahne und zum Teil noch mit Himbeeren- und Maracuja-Mark. Ganz gut schmecken sie aber auch mit einer Vanille- oder Mokkacreme. Die Anleitungen dafür schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!